Gott selbst hat die Ehe in auffallend feierlicher Weise eingesetzt. Mit wunderbarer Einfachheit und Tiefe erzählt die Heilige Schrift, wie der dreieinige Gott seinen sichtbaren Schöpfung dadurch die Krone aufsetzte, dass er den Menschen nach seinem Ebenbild und Gleichnis schuf und ihn als seinen Stellvertreter und Verwalter der ganzen Erde zum König gab. Mit dieser Krönung jedoch war sein Plan noch nicht vollständig ausgeführt, es fehlte noch die andere Hälfte des Menschengeschlechts. Er wollte nicht, dass der Mann einsam und allein das königliche Zepter des Erdenreiches führte, dass er ohne freundschaftliche Unterhaltung mit seinesgleichen regiere, dass er niemanden an der Seite habe, dem er die Gedanken seines Geistes, die Gefühle seines Herzens, die Wünsche seiner Liebe anvertrauen könne, dass er nicht wisse, wer nach ihm der Thronerbe seines mächtigen Reiches sein werde. Darum sprach Gott: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Lasset uns ihm eine Gehilfin machen, welche ihm ähnlich sei. Diese wenigen Worte sagen mit bewundernswürdiger Zartheit alles, was über den Ursprung und den Zweck der Ehe gesagt werden kann. Fürs Erste sagen sie, dass das Weib ebenso gut wie der Mann ein mit großer Sorgfalt ausgeführtes Werk Gottes, ja ein vorzügliches Werk seiner besonderen Fürsorge für den Menschen und die Menschheit ist. Für Zweite sagen sie, dass Gott bei der Erschaffung des Weibes doch den Vorrang des Mannes, das heißt dessen natürliche Überlegenheit und Autorität, über seine Gehilfin gewahrt und über jeden Zweifel sichergestellt, aber auch nicht unterlassen hat, den Mann vor der Versuchung zum Stolz und vor dem Missbrauch seines Vorranges zu warnen. Denn er erklärte ihm ja, es ist nicht gut für dich, dass du alleine seiest. Ungeachtet deiner königlichen Würde bist du doch nicht so vollkommen und dir selbst genügend, dass du die Gesellschaft und Hilfe der von mir dir gegebenen Gefährtin entbehren kannst. Fürs Dritte sagen sie, dass Gott ebenfalls auch die Würde des Weibes gegenüber dem Vorrange des Mannes gewahrt und mit Nachdruck erklärt hat. Das Weib sei keineswegs nur die Magd oder Sklavin des Mannes, sondern dieser müsse sie als ebenbürtige Gefährtin und Gehilfin ehren. Sie sei reich genug an Gaben und Vorzügen, um die Mängel des Mannes ergänzen, ihn mit Rat und Tat unterstützen, ihm die Freuden des Lebens erhöhen zu können. In dem Berufe, die Gehilfin des Mannes zu sein, hat Gott dem Weibe die Stellung angewiesen, in welcher sie sowohl gegen die Gefahren ihrer Schwäche als auch gegen die Versuchungen zur Eitelkeit geschützt bleibt. Mit dem Nachweise, dass und wie Gott die Ehe eingesetzt und das gesellschaftliche Leben der Menschen grundgelegt hat, ist noch nicht alles gesagt. Der Umstand, dass Gott selbst die jungen Eheleute Adam und Eva im Paradiese aus der Fülle seines göttlichen Herzens segnet und mit väterlicher Huld unter seinen Schutz nahm, verdient die besondere Aufmerksamkeit. Die Heilige Schrift betont es, dass Gott selbst das erste glückliche Brautpaar gesegnet hat mit den Worten: Wachset und mehret euch, erfüllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische des Meeres und über das Geflügel des Himmels und über alle Tiere, die sich regen auf Erden. Diese Einsegnung der ersten Ehe von Seite Gottes ist umso bedeutsamer, weil diese jungfräulichen Hochzeitsleute in vollem Besitze des übernatürlichen Gnadenstandes, der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit waren und im Brautgewand der makellose Unschuld ihren Ehestand antraten. Die von Gott eingesetzte und gesegnete Ehe, die harmonische Über- und Unterordnung zwischen Mann und Weib auf Grundlage ihrer Gleichheit und ihrer Liebe, ist das Fundament der Familie und des ganzen Menschengeschlechts. Sie hat die doppelte Bestimmung, die Menschheit zu vermehren und das gegenseitige geistige und leibliche Wohlsein zu schützen. Die Ehe errichtet das väterliche Dach, den häuslichen Herd, die glückliche Heimat. Sie gibt dem Staate seine Bürger, der Religion ihre Diener, der Gesellschaft ihre Zierden,
dem Himmel seine Freunde, und sie besitzt diese segensreiche Macht, weil sie das Werk Gottes, das Werk seines weisen Ratschlusses und seiner vorzüglichen Fürsorge ist.